Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für Tandoori Blumenkohl, im Ofen gebackener Blumenkohl mit einer Joghurtmarinade. Dafür als erstes 300 Gramm Naturjoghurt zusammen mit 2 Teelöffel süßem Paprikapulver, je einem Teelöffel Curry, Kurkuma, gemahlenem Koriander, gemahlenem Kreuzkümmel und zum Schluss noch einem halben bis Viertel Teelöffel Chiliflocken in eine große Rührschüssel geben. Als nächstes geht es weiter mit einer mittelgroßen Zwiebel, abziehen, fein hacken, ebenfalls mit in die Rührschüssel geben. Dann nehmt ihr euch eine feine Reibe, 2 Knoblauchzehen und ein daumengroßes Stück Ingwer, abziehen bzw. schälen und dazu reiben. Und danach fehlt nur noch eine gute Prise Salz, ein Spritzer Zitronensaft und ein guter Schuss Öl. Dann sind wir mit der Tandoori-Marinade fertig. Jetzt alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Und wenn das erledigt ist, machen wir mit dem Blumenkohl weiter. Ich habe hier einen ca. 1 Kilogramm schweren Blumenkohl. Zunächst putzen, dann grob hacken bzw. in Röschen teilen und die Blumenkohlstücke mit in die Rührschüssel geben. Alles einmal gut mit der Marinade vermengen, bis alle Blumenkohlröschen mit Marinade bedeckt sind. So kommt der Blumenkohl in eine große Auflaufform, gleichmäßig in der Auflaufform verteilen. Und jetzt geht es ab damit in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft bzw. 200 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 35 bis 40 Minuten, bis der Blumenkohl gar ist. In der Zwischenzeit bereiten wir noch einen Gurken-Minzreiter vor. Das ist ein indischer Joghurt-Dip, der sehr gut dazu passt. Eine halbe Salatgurke mit einer Reibe grob raspeln. Außerdem eine Handvoll Minzblätter fein hacken. Zusammen mit 200 bis 300 Gramm Naturjoghurt in eine Rührschüssel geben. Einen Spritzer Zitronensaft, etwas Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben. Und anschließend alles einmal kurz miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und den Dip bis zum Anrichten zur Seite stellen. Nach etwa 40 Minuten sollte der Blumenkohl gar sein. Jetzt aus dem Ofen holen. So sieht der fertige Tandoori Blumenkohl dann aus. Anschließend können wir servieren. Als Beilage eignet sich natürlich gekochter Reis oder beispielsweise auch indisches Naanbrot. Den Blumenkohl neben dem Reis anrichten, dann den Joghurt-Dip dazu servieren, ein paar Zitronenspalten und natürlich gehackter Koriander. Alternativ könnt ihr auch Petersilie nehmen. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.